920 LW von Niesmann Bischof. Wir sind in Sulzemoos bei der Freistaat. Heute große Doku über Niesmann Bischof. Ja, 9,20 Meter könnte er lang sein. Der Name sagt's. Hier ist Marlene. Ich grüße dich herzlich. Hallo Sven. Ja, guten Morgen erstmal. Drehtag Nummer 2 heute am Mittwoch. Es geht zu Niesmann und Bischof und es wird Herbst. Ja, definitiv. Wie man wahrscheinlich an meinem Haar so ein bisschen sehen kann, es weht heute ganz schön. Ja, vorne sieht man direkt mal das automotive Gesicht von Niesmann und Bischof. So sieht es von vorne aus. Assistenzsysteme sind mit eingebaut. Was eingebaut ist, werden wir gleich mal erfahren. Welches Zugfahrzeug drunter steckt und ja, wie es innen ausgestattet ist. Und so sieht es dann von der Seite aus. Gehen wir einmal kurz drum rum. Das Schilf wird auch schon gelb. Ein ausgewachsenes, langes Fahrzeug. Ja, es hat eine Zentralverriegelung, was sehr praktisch ist. Bis auf die Gasflaschen ist alles zentral verriegelt. Ein Knopfdruck quasi und alle Klappen gehen auf. Das kennst du. Ja, das kenne ich und das ist sehr praktisch. Man muss nicht alle Klappen einzeln mit dem Schlüssel öffnen. Ja, der Flair 920 LW und ja, wie er hier steht mit 210 PS und ja, einer richtig tollen Ausstattung. Das werden wir uns gleich mal angucken. Das sind die technischen Daten von dem Flair und er kostet, wie er hier steht, 289.444 Euro. Ja, ein stolzer Preis. Allerdings, wenn du gleich mal reingehst, wirst du sehen, du hast es hier mit der Oberklasse zu tun, aber es ist nicht ganz so hoch, das Fahrzeug. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. 7.490 Kilogramm ist die Masse und ja, eine Höhe von 2,38 Meter. So kleine Details wie hier vorne Carbonoptik beim Spiegel mit drauf. Also ist es wirklich High-End. Ja, und das ist eine von diesen Klappen, du mal so lieb bist, die mal öffnest. Schauen wir uns die schon mal an. Was da so drunter ist, da ist der Gaskasten drin. Da ist eine kleine Tasche. Mach die mal bitte auf. Ja, die kleine Tasche wieder mit Bedienungsanleitungen. Ja. Ja, genau. Bedienungsanleitung. Genau, wie du mal gesagt hast, wenn es mal an einem Abend vielleicht mal langweilig wird. Oder an 10 Abenden, dann ist da die Bedienungsanleitung mit drin. Ja, zwei Gasflaschen mit Dual-Control natürlich mit drin, Crash-Sensor, während der Fahrt bedienbar und ja, von CBE noch ein Kasten. Da vorne hast du dann die Umschaltung, gerade mal schauen. Er hat einen Gastank, guck mal, siehst du, die Umschaltung ist für den Gastank da. Ja. Und hier vorne siehst du AdBlue. Zum Einfüllen auf der linken Seite könnte Iveco sein. Bei 210 PS klingt nach Iveco Daily. Hier vorne siehst du den großen Doppelboden, der hier drin ist. Das heißt, du hast alles komplett mit einem Doppelboden versehen. Das ganze Fahrzeug hat einen Doppelboden, der dann auch beheizt ist. Also quasi eine komplette Fußbodenheizung eingebaut. Das ist sehr praktisch, auf jeden Fall im Winter. Warme Füße. Warme Füße im Winter vor allem. Oder jetzt auch schon, ne? Im Herbst. Kühlere Abende. Denn es gibt nichts Schlimmeres wie Kälte, die von unten kommt. Hier sieht man nochmal die Tanks dort hinten. Dort, das rote dort hinten ist der Hauptschalter, Batteriehauptschalter 12 Volt. Da hast du Zugang zu den Tanks. Und hier oben siehst du auch das Verrohrungssystem. Und diverse Elektrik noch drin. Unverrottbar, das heißt also auch hier ein holzfreier Aufbau. Normal in der Klasse, das Ganze ist auch beleuchtet. Und mein Licht auch mit dabei. Ja, jetzt kommt's, Außengasanschluss. 30 Millibar ist mit drin. Ein großer Stauraum, natürlich auch der zentral verriegelt, öffnet. Nach oben, genau. Ich wollte gerade sagen, die Klappe öffnet nach oben, nicht zur Seite. Da ist unsere Drehtasche drin, auch die wirkt wie so ein kleiner Würfel, der drin ist. Hier vorne hast du Technik, Victron Energy ist verbaut. Hier unten hast du Lithiumbatterien mit drin, Smart Lithium, da sind sie. Und die guten alten Airline-Schienen, die da sind. Genau. Und die Außendusche. Auf der Seite. Ja, das ist die Größe. Da vorne verblombt noch ein Zubehörpaket, Ja. was da nur drin sein mag. Ja, schätzungsweise Auflagen, Kissen oder Keile vielleicht auch. Das werden wir sehen.
Wir gehen gleich mal auf die andere Seite. Ja. Ja, Technik. Direkt hier hinter. Ich zeige es mal gerade komplett. Kann man mal so ein bisschen durchgucken und ahnen. Hier sind wahrscheinlich die Kombigeräte, die Wechselrichter und die Batterien dahinter. Und wir haben noch ein Schwerlastsystem, da kannst du komplett rausziehen. Wenn du mal kurz reingehst und das mal entriegelst, Marlene. Sie kommen auf die andere Seite. Guten Tag. Die gleiche Klappe auf der anderen Seite. Ja, wenn du mal kurz reingehst, es gibt nämlich was Besonderes. Und, kann man da reingucken? Ich versuche so ein bisschen reinzuspringen. Warte, ich komme mal zu dir. Das ist übrigens das Heck. Clueline. So sieht das Heck aus. Man kann nichts reinsehen. Ja, dann kommt so eine Seite rein. Was ist drin? Das Zubehör. fühlt sich an. Das Ist eine Schlange drin, die beißt gleich. Plastik und irgendwie styroporartig. Lass es zu. Ich weiß es nicht. Es könnten tatsächlich Keile einfach sein, ne? Ja, hier vorne siehst du was. Das ist ein Schwerlastauszug. Wenn du den mal kurz rausziehst, der ist auch bestückt mit Auerboxen. Jetzt müsstest du mal ganz kurz rein, das mal rüberschieben. Und da hast du hinten so eine Begrenzung. Das ist aber schwer. Ist schwer, gell? Ja, wir werden gleich mal jemanden fragen, der weiß, was da drin ist. Wenn es verplombt ist, hat es auch einen Grund. Oben ist die Fußbodenheizung übrigens drin. Die läuft einmal quer durch den ganzen Hier ist auf jeden Fall nochmal eine Boden. Vorrichtung auch nochmal. Hinten drin, Kleiderschrank. Ein Kleiderschrank, ja, integriert hier. Also da könnte man vielleicht von der Tiefe her, ja, müsste man mal testen. Vielleicht auch Herbstkleider. Herbstkleider oder Und hier ist der Schwerlastauszug. Wenn du den mal rausziehst, bitte. Die Entriegelung rechts. was meintest du? Ja, genau. Und dann mal zu dir ziehst. Müsste kommen. Dann mal feste ziehen. Unten. Ne, unten drunter greifen, dann feste ziehen. Ah, Da kommt er. Dann hast du nochmal richtig viel Stauraum. Wahnsinn. Bis zum Schluss. Und was ich praktisch finde, es sind natürlich auch die einzelnen verschiedenen Boxen. Die Boxen die verschiedenen Größen der Boxen, die sie hier integriert haben. Ne? Je nachdem, was es ist, ob Schuhe, vielleicht Kleinteile, vielleicht auch das Futter für den Hund oder die Katze. Und ich zeig dir mal komplett, wie du da stehst, dass man das mal sieht. Das ist Platz pur. Hier ist die Beleuchtung übrigens. Ja, integriert noch. Ja, hier oben ist der Schalter für die Beleuchtung. Ja, schieb noch mal rein. Ein tolles Detail hier mit dem Schwerlastauszug. Ja, das ist praktisch, sehr praktisch. Da kannst du wirklich bis zum Schluss alles ausladen, benutzen. Das ist echt gut gemacht. Ja, hier drunter, warte mal, ziehen wir gerade auf. Gucken mal rein, wenn du mir mal gerade hilfst. Wie genau? Fest nach unten. Nach unten? Genau, ganz feste. Ich krieg das nicht. Kriegst du nicht hin. Das hier Kannst auch. nichts kaputt machen. Einfach nur ein bisschen fester ja. drücken. Und das gleiche auf der anderen Seite. Nur noch oben, ne? Genau. Und dann kannst du nämlich den Der eine geht. Deckel ein bisschen nach vorne ziehen. Können wir da mal runter gucken. Da ist eine Truma drin. Wir werden auch gleich mal gucken, was es ist. Auf jeden Fall ist das warme Luft, die verteilt wird. Es ist wahrscheinlich eine Unterflur-Klimaanlage, die mit eingebaut ist, weil normalerweise ist hier eine Alde eingebaut und das könnte eine Truma-Klimaanlage sein, Unterflur, nicht auf dem Dach. Der Vorteil ist, dass du dann keine ungleichmäßige Verteilung hast, Und sondern für eine Lautstärke her dann. der Lautstärke hörst du fast gar nichts. Ist wahrscheinlich dann natürlich nochmal vorteilhafter. Ja. Mal zumachen. Wenn du mal gerade dabei bist, jetzt wo du das ja gelernt hast, Aha. und mal auf der anderen Seite, ich komme mal zu dir, gucken wir uns die Technik mal an. Da sind ein paar mehr. Ja, die sind aber auch nicht alle geschlossen gewesen. Sind noch ein paar auf? Ja, ich muss mal gucken. Ja, das ist Tatsächlich, ja, nur die obersten waren offen. Geschlossen. so. Jetzt den ganzen Kasten mal abnehmen. Ja, das andere Ist das schwer? ist lustig. Nee, das nicht. Aber Geht. ich will ja hier nichts zerstören. Ne? Victron Energy, der Charger Multiplus, 3 kW und 120 Ampere und ja, eine vorbildliche Verkabelung, die sich auch sehen lassen kann. Ja, Messschand. auch alles an einem Platz, ne? Nicht verteilt im Wohnmobil, das wirklich alles an einem Platz. Oder meinst du, da oben sind noch... Ja, ein paar Sachen sind bestimmt noch drin. Mach nochmal zu. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob ich So, die Batterien schenken wir uns das. Das schaffst du. aufgehängt bekomme. Du schaffst es.
Ich sage, wenn die Frauen in den Bundestag müssen, dann müssen sie auch mal Abdeckungen abmachen von Elektro. Wir können auch gerne tauschen. Du hältst die Kamera. Ja, genau. So, geschafft. Und, war schwer? Ging. Nee, überhaupt nicht. Gar Wenn nicht. man weiß, wie die Verschlüsse funktionieren. So, lass mal auf. Wir gehen mal kurz, gucken uns mal andere Klappen an, die hier sind. Denn das Auto hat ja noch einen Gastank. Üblicherweise tatsächlich auf der linken Seite. Was interessant ist, das Ganze ist aus Metall. Das heißt, auch die Klappen sind aus Metall. Wenn du mal gerade so mal dagegen klopfst mit dem Finger. Mach mal. Da mal öffnest. Rein. Was toll ist, ist wirklich die Zentralverriegelung. Da ist der Gastank. Oh ja. Bienengas. Wie viel ist das? Boah, ich denke mal so 100, 120 Liter hat der. Das ist die Befüllmöglichkeit. Hier kommst du von außen auch in die Tanks ran. Das ist also auch ein tolles Argument. Und auch die Verschlüsse und alles wirklich schick gemacht. Vorne hast du die Schlösser nochmal. Genau, mach mal zu. Das heißt, die Betankung ist dann von der Seite. Da ist der Einfüllstutzen. Da ist die Entleerung der Festtanks. So, Abwasser, Wassertank. Da oben ist die Pumpe. Und die Entleerung von dem Fäkaltank. Und hier unten siehst du auch nochmal den Dieseltank. Der ist hier drunter. Und was haben wir hier für? Das ist der Abfluss jeweils von der Entleerung. Naja, das ist einfach so außen. Siehst du die Tanksonde, die du spülen kannst, wenn man mal wieder eine Fehlanzeige hat auf der Anzeige? Guck mal da oben drüber, siehst du? Ja. Spülung Tanksonde. Ja, Da kannst du das dann reinjagen. super. Und da ist die Notentriegelung für die Garagenklappe, siehst du? Falls du die mal nicht aufkriegst. Der Schlüssel an der Seite links, Ja, ja. guck mal. Warte. Ah, ja, jetzt sehe ich's. Da ist er, da oben in der Ecke. So, Stromanschluss, mach mal zu. Die Klappe baut auch ziemlich auf. Macht ein richtig sattes Schließgeräusch, also so wie beim Auto. Ja. Halt was ganz anderes, wie das, was man so kennt. Ja, es geht. Und hier ist der Doppelboden. Das ist übrigens der Wärmetauscher vom Motor. Und hier sieht man Stauraum pur, komplett durchladefähig. Das ist wirklich viel. Und geht nochmal hier rechts an der Seite nochmal weiter. Krass. Hier ist nochmal von der Heizung die Möglichkeit, wahrscheinlich den Kreislauf zu entleeren und auszutauschen. So. Und da ist der Auslass von der Alde. So, hier ist wahrscheinlich Tanken einmal. Ja, bestimmt. Soll ich das jetzt Ja, mal? mach ruhig mal auf. Ist zu? Nee, ich dachte, du meinst oben. Nö, das ist wahrscheinlich die Tanköffnung, dass man an den Dieseltank einfach so rankommt. Ja, genau. So sieht's aus. Und hier ist die Fahrzeugbatterie dann drin. Ja, richtig schön. So, nochmal zu. Das ist die Fahrerseite. Hier habe ich keinen Einstieg. Das ist aber auch okay so. Und so sieht er dann von vorne aus. Das automotive Gesicht. Ja, wir gehen mal rein. Die Assistenzsysteme sind drin an Bord. Hier ist die Kamera. Am besten machen wir mal zu alles nochmal. Dass es dann doch anfängt zu regnen. Ah, das Schließen, das ist richtig schön. Doch so ein sattes Geräusch. Heckklappe. So, plopp hat's gemacht. So, gehen wir mal rein. Die Tür ist recht breit. Was einem direkt ins Auge springt, ist schon mal entweder eine Mikrowelle oder ein Geschirrspüler, Oh ja. der direkt im Eingang ist. Ja, bin ich gespannt, was das ist. So, Stufen 1, 2, 3, 4 Stufen.
Fliegengitter. Ja. Immer wieder was Neues. Bei dem einen ist es links, bei dem anderen ist es Ich rechts. weiß, was du meinst. Müssen wir erst mal schauen, ne, welche Richtung. So, mach nochmal auf. Das Geh ist ich ja mal hier rein. Zum Schutz, denke ich mal. Ne? Mal nicht so. Genau. Da haben wir die ganze Automatik. Hier ist auch schon direkt wieder Staufach. Staufach. Ja, vielleicht für Läppchen, wenn man reinkommt, mal schnell was abzuwischen. Hier vorne hast du dann die ersten Schalter zum Anmachen. Einen unglaublich großen Fernseher. Also, wenn du Ja. dich mal gerade daneben stellst, Also der ist, der macht was her, ne? der ist so groß. Warte, ich muss einen Schritt zurückgehen, obwohl ich einen 10er habe drauf. Objektiv, man kriegt es kaum drauf. Und hier unten ist übrigens, das ist die Verriegelung für die zentrale Klappensteuerung. Hier unten rechts, neben dem roten Licht dort. Und damit kann ich die Klappen einschalten. Er hat ein EP Automatic Leveling System, also Hubstützen mit eingebaut. Und ja, gehen wir mal rein. Das Ding, das hat mich direkt mal fasziniert. Das bedeutet, hier habe ich tatsächlich eine Mikrowelle. Nee, ein Geschirrspüler. Guck mal. Ach nein. Doch. Kriege ich den auf? Ja, zieh mal auf. Ja, da ist er oben. Großer Geschirrspüler drin. Mach nochmal zu. Der Fernseher. Hier oben ist die Elektrik. 13 Grad haben wir draußen, 13 Grad drin. Das heißt, er war nicht beheizt. Auch die alte zeigt 13 Grad an. Victron Energy, der Batteriemonitor. Hier oben kannst du übrigens den maximalen Strom einstellen, den du hast vom Campingplatz. Also wenn du hier oben einstellst 5,5 Ampere, 3 Ampere und kannst damit die Sicherung begrenzen vom Platz. Das heißt, wenn du jetzt in Italien bist, die liefern nur 3 Ampere, stellst es ein. Okay, das ist vom Land zu Land unterschiedlich. Ja, von Platz zu Platz. Es gibt Leute, die haben 10 Ampere und das stellst halt ein und dann fliegt auch die Sicherung nicht raus und die Batterie puffert das. Okay, und warum gibt es das überhaupt? Warum begrenzen die das? Ist das jetzt von der Größe des Campingplatzes abhängig? Ja, es gibt mehrere Gründe. Also es gibt einmal den Grund, dass du jetzt einen Campingplatz hast, der hat jetzt eine 16 Ampere Sicherung. Und das war früher ja okay, als es Zelte gab. Und jetzt gibt es Wohnmobile, die brauchen mehr Strom. Ja. Und dann haben die aufgeteilt und haben jeweils 3 Ampere gemacht. So 3, 6, 9, 12. Also kriegst du 4 Anschlüsse raus aus dem 16 Ampere, sogar 5. Und würde man mehr wie 3 Ampere beziehen, fliegt die Sicherung raus. Und jetzt gibt es aber einen Trick. Du lädst den ganzen Tag mit 3 Ampere, auch wenn du es nicht brauchst. Ja. Verstehst du? Ja. Und nimmst dir dann die Spannung aus der Batterie raus, wenn du den Föhn anmachst. Okay. Das heißt, die Batterie puffert das vollautomatisch. Und das stellst du da oben drüber ein. Ja, das ist ein guter Hinweis, definitiv. Netzmangelausgleich nennt sich das. Das heißt, wenn aus dem Netz nicht genug kommt, es mangelt im Netz, dann gleicht die Batterie das aus. Okay. So, hier ist der Alphatronics. Ey, da kann ich jetzt nur schätzen, wie groß der ist. Der ist so groß wie der bei mir zu Hause. Genau, wenn du den mal rauskriegst, vorsichtig. So, ich filme mal gerade in die Ecke. Ellen. Was ist denn eine Elle nochmal? Eine Elle bei dir, weiß ich nicht. So, Ist das hier der... wir machen das gleich mal. Wir holen mal gleich mal jemand. Auf jeden Fall, der lässt sich rausziehen, der lässt sich drehen ja, und der lässt sich auch noch ich schwenken. gehe davon aus, dass das hier Das ist der Anschlag. der Schutz oder... Ne, wir lassen es mal. Wo entsichert man hier, ne? Wenn wir das gleich mal rauskriegen. Wahrscheinlich gibt es auch dafür einen Knopf. Ja, ja. Komm, wir lassen es mal. Er ist ja schon verkauft. Tolles Fahrzeug. Hier oben drüber habe ich noch ein Fach, da wo normalerweise die Elektrik ist. Ja, darf ich das zuerst schließen? Ja, darfst du zumachen. Sinnvollerweise, weiß ich nicht, ob sie sich stören, aber machen wir es lieber. Klein, aber fein. Schlüssel und Co. Ja, Oben super. drüber USB, Handyladen. Du kannst direkt dein Handy da ablegen, genau, und laden. So, hier habe ich den Tech Tower von Dometic beidseitig zu öffnen. Oh ja, das ist immer praktisch. Mit allerdings einem Grill ohne Oberhitze mehr. Das ist der Größe zu schulden gewesen. Da der ein bisschen höher ist, der Tech Tower, ging das nicht mehr. Laut Dometic. Genau das gleiche in grün für die Gefriertruhe. Gefrierfach. Und oben drüber den Grill. So, warte. Ah ja, von unten nach oben, genau. Gut. So, und das ist der Wohnbereich. Recht offen. Ja, Farbe Leder.
braun? Oder was willst du jetzt von mir wissen? Nee, ob es dir gefällt. Ob es mir gefällt. Das ist jetzt für meinen Geschmack zu dunkel. Ich mag lieber das Helle, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ne? Und vor allem, also die Kombination finde ich jetzt schön gewählt in dem Fall. Ne? Mit dem Steingrau. Mit dem Steingrau und dem mokkafarbenen Braun nenne ich das jetzt mal. Ist eigentlich ganz wirklich Passend. passend gewählt, ja. Genau, wenn du mal kurz hier hoch machst, die Bank. Gucken, was ich da. Also entweder sind Schubladen drunter. Ich schaue gerade, ob nicht schon Schubladen drin sind. Nein, also. Könnte das ein Stauraum sein? Ja. Ja, und da ist der Sitz drunter. Ah, interessant. Das heißt, ich habe noch einen Sitz drunter. Den kann ich also demontieren. Und habe noch einen Beifahrersitz an der Seite. Dazu werden die Polster werden dann abgemacht. Da habe ich einen Tisch, der lässt sich ausziehen. Da hast du siehst du da die Verriegelung drunter? Genau, wenn du die mal runterziehst. Ganz nach unten ist schon. Ja, ist schon. Dann sollte der Tisch jetzt frei sein. Probier mal. Das heißt, ich kann ihn bewegen. Ja, kannst du bewegen, in alle Richtungen normalerweise. Auch da. Dann steht da nicht so sehr im Weg, der Tisch. Wenn du ihn mal ganz in die Ecke mal machst. In welche Ecke? Da in die, genau, und dich mal auf den Beifahrersitz setzt. Dann sieht man also, wenn er in der Position ist und ist noch nicht ausgezogen, dann kann ich da was abstellen. Ja. Der Fernseher ist schon krass, wie groß der ist. Der lässt dir keine Ruhe, gell? Nee, da komme ich ja nicht drüber weg. Wir müssen mal ausprobieren, wie das geht. Bis gleich, bleib dran. Ah ja, die ist Komplett zu öffnen. Ja. Da kannst du auch noch mal was verstauen, genau. Schuhe oder was weiß ich. Ja, oder vielleicht Decke. Hier an der Seite ist auch noch mal. Oder ist das nur Deko? Nee, wenn du das, glaube ich, hochklappst, guck mal. Du kannst es hochklappen. Ah, Das schiebt sich. es schiebt sich. Guck mal hier, da ist auch noch Und mal. jetzt kannst du wahrscheinlich Kleider, genau, wenn du da das jetzt mal hochdrückst mal, das Polster nach oben, dann könnte es sein, nee, komplett nach oben, Ach ja. dass du nämlich da reinkommst. Warte mal, ich zeig's mal. Ja, so eine Und dann ist der Kleiderschrank komplett, also nochmal 2 Kleiderschränke. Wahnsinn. Ich gucke mal gerade auf der rechten Seite, sehe ich es nicht, aber auf der linken Seite ist es. Und da kannst du ja nochmal Kleider unterbringen, hängend. Super. Das ist echt Wahnsinn. Wirklich ausgenutzter Platz. So, die Tür zum Vereinzeln. Großes Bett. 1,72 Meter, leg dich mal hin. Da sind ja jetzt. Kannst ruhig drauf. Hier ist Folie drüber. Kann nichts passieren. Und das wäre dann quasi der Schlafbereich. USB. Schalter, Lampen. Ansonsten. Da ist auch auf beiden Seiten USB-Anschluss. Fernseher in der Ecke, den kann man rausziehen. Muss man nicht. Aber der kann in die Mitte rausgezogen werden. Dann hast du Schränke wieder überall. Gasdruckdämpfer. Ah, guck mal an. Und ein Alko. Bartschlüssel safe. Ich sag ja, Surprise, Surprise. Surprise, Surprise. Ja, und dann bist du natürlich hier über allem, kannst rausgucken. Hast den Blick dann von oben. Schön. Und man liegt gut auf den Polstern? Ja, sehr angenehm wieder. Ja, wie heißt das nochmal? Auch diese. Ich weiß nicht, ob das Folie ist. Auf jeden Fall Tellerfedern sind drin. Genau. So, da ist noch eine Tür zum Zumachen. Mach mal zu. Auch da wahrscheinlich der Freund des Magneten. Ach ja, mein Freund. Gut, das soll ja auch halten, wenn er fahrt. So, und jetzt habe ich mich komplett vereinzelt. Schön. Hier oben sind noch Luftausströmer. Wahrscheinlich für die Klimaanlage und Co. Wenn du das mal ein kleines bisschen fester drückst, also so etwas fester zumachst, so mit etwas Schwung. So, und dann ist so, siehst du, dann ist der Magnet halt eingerastet. Also der ist wirklich super gut, der Magnet.
braucht schon ein bisschen Kraft. Also Luke Hält. mit Motor. Also oft braucht man dann auch keine Klimaanlage, sondern es geht einfach so und jede Menge Stauraum. Hat man die schon aufgemacht, die Klappen unten? Ja, Die haben wir schon aufgemacht. Schubladen hatten wir schon. Gut. Gut, raus geht's. Sind durch. Da ist nochmal der ganze Badbereich mit Toilette und die Optik nach vorne hin mit Küche, dem Tech Tower an der Seite und viel Platz innen. Also ich denke mal, für 2 Personen ist es optimal geeignet. Für mehr Personen wird es eng. Gerade, also ich sage immer so, weil viele sagen, naja, ich brauche ein 4-Personen-Fahrzeug. Geht schon, aber wenn man viel drin ist, dann wird es eng. Also im Sommer, glaube ich, ist kein Problem, wenn du draußen bist, auch mit 4 Personen rauszugehen. Ansonsten tritt man sich schon ein bisschen auf die Füße, weil es nicht so breit ist. Ja, das vielleicht schon. Aber dieses Pärchen hat sich, denke ich, etwas dabei gedacht. Die haben ja nämlich auch noch das Hubbett gewählt. Also werden die wohl einzeln schlafen oder Kinder noch haben. Tochter. Eine Tochter und Kinder haben oder vielleicht auch die Enkelchen. Ne? Das kann ja natürlich auch sein. Dass die mal ab und zu dann zu Besuch kommen und dass die dann auch ihren Platz haben. Echtes Leder drin. Schön. Gut, gehen wir raus. Die Vorstellung 920 LW. Du nimmst die Schlüssel alle mit. Und dann gehen wir uns das nächste Mal angucken, denn wir sind tatsächlich bei der Freistaat in Sulzemoos. Hier sind ganz viele Niesmann-Fahrzeuge da. Und das war der 920 LW. Und da ist übrigens auch die Fahrschule Bruckmeier, die C1-Fahrschule, falls jemand denn noch einen B-Führerschein hat. Das geht dann für, ich glaube, sogar kleines Geld in einer Woche, je nachdem, wie man sich anstellt. Ja, da kommt sie mit den Schlüsseln. Du hast doch den kleinen Schlüssel fürs Auto? Ja. Hast du auch? Jetzt ist das Wetter doch schön Ja, jetzt ist es wirklich angenehm mit der Sonne. in Bayern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Marlene.